Wenn ich mir halt überlege, wie viele Menschen halt noch in irgendwelchen Berufen gefangen sind, in irgendwelche Büros gehen mit Bauchweh und ich das halt auch noch nachempfinden kann und man denkt, das wäre das Normal. Und das ist nicht das Normal. Aber woher soll man wissen, dass es nicht das Normal ist, wenn man nichts anderes kennt? Ja, ich bin Vanessa, ich komme aus Saarbrücken, aus dem Saarland und vor 2 Jahren bin ich ausgewandert und seit einem Jahr lebe ich in meinem kleinen Camper Ingo und wir sind auf den Kanarischen Inseln unterwegs. Ja, also eigentlich ist das mein Schlafzimmer, mein Büro und meine Küche, wobei meine Küche halt meistens draußen ist. Deshalb ist es gut, wenn es so wenig wie möglich regnet. Das ist auch ein Grund, warum ich auf den Kanaren bin. Weil wenn es regnet, ist das halt mit so einem kleinen Bus nicht ganz so lustig. Aber ja, er kann sich auf jeden Fall transformieren zu allem, was man will. Hier haben wir auf jeden Fall die Bad- und Kleiderabteilung. Ja. Das hier ist quasi mein Bad und ein paar Klamotten. Genau, und hier, wenn ich dann mal arbeite und der Ernst des Lebens ruft, kann man diesen hier machen. Und hat dann halt auch noch einen Schreibtisch oder auch Platz zum Essen. Dann haben wir hier den Wasserkanister, Küchenutensilien, Kochplatte, Pfanne, Topf, so ein faltbarer Topf. Ich habe alles faltbar gekauft, weil halt eben so wenig Platz da ist. Aber wie gesagt, da gibt es ja heute auch super Sachen, super Geschichten, diese Bretter und Töpfe, die man halt einfach so falten kann und dadurch halt nicht viel Platz braucht für die Küchensachen. Und hier sind halt auch noch Küchensachen drin, Essen, Gewürze und so Geschichten. Dann habe ich auch hier meinen kleinen Wasserhahn. Das demonstriere ich mal kurz. Das finde ich nämlich auch super, super praktisch. Also gerade morgens auch Zähne putzen, waschen, spülen. Und es ist auch Trinkwasser halt. Ne? Also ich habe Trinkwasser in Kanister gefüllt. Also dieses Camperlife hat mich schon immer gereizt und war schon immer ein Traum von mir, weil es einfach so viel Freiheit für mich ausstrahlt, weil man halt maximale Flexibilität hat. Man hat quasi immer alles dabei, ist für jede Situation vorbereitet und man kann sich gleichzeitig noch bewegen. Und ich bin ein Mensch, ich brauche einfach diese maximale Freiheit, diese Flexibilität und deswegen war das Camper-Van-Life für mich halt total reizvoll. Es war zu Beginn, habe ich mir so gedacht, okay, ich probiere es mal aus, keine Ahnung, hätte ja auch im Endeffekt sein können, dass es mir nicht gefällt oder dass ich nach ein paar Wochen die Schnauze voll habe. Aber es war einfach immer in meinem Kopf und es war immer ein Traum und ich hatte aber auch nur sehr geringes Budget, deswegen wusste ich auch gar nicht genau, ob ich mir diesen Traum erfüllen kann. Ich war erst 1 Jahr ohne Auto unterwegs auf den Kanarischen Inseln und habe dort dann halt die Camper gesehen und fand die halt super geil und habe gedacht, ja, das brauchst du, um maximal frei und flexibel zu sein. Kam dann nach Deutschland zurück, um alles aufzugeben und habe versucht dann mit diesem kleinen Budget von 4.000 noch was mir einen Camper zu besorgen. Das schien am Anfang relativ auswegslos, weil ich auch immer diese großen Camper dann im Kopf hatte. Und dann, als ich schon eigentlich aufgegeben hatte und gar nicht mehr nach Campern geschaut habe, sondern mich entschieden habe, ich mache das Ganze jetzt im Rucksack, habe ich so ein kleines Auto vor meiner Haustür damals gesehen, was ausgebaut war und was ein Bett drin hatte. Und habe ich mir gedacht, wow, so ein kleines Auto wird es doch für den Anfang auch tun. Und habe dann noch einmal auf eBay Kleinanzeigen geschaut und da war Ingo dann. Und das war direkt so, oh mein Gott, danke für dieses Zeichen vor meiner Haustür. So, dann haben wir hier ein Solarsystem habe ich auf dem Dach, ganz normale 3 Steckdosen. Hier seitlich haben wir Bluetooth-Anschlüsse und hier seitlich kann ich auch die Pumpe anmachen für den Wasserhahn. Und da wird mir auch immer angezeigt, wie viel Strom halt noch drauf ist auf allem. Also es reicht immer, um den Laptop oft genug zu laden, um zu arbeiten, Handy, solche Geschichten. Ne? Also das reicht völlig aus. Das heißt, ich bin eigentlich völlig
unabhängig und autonom unterwegs. Genau, und dann kann der Ingo sich natürlich auch zu einem Bett transformieren. Gerade hier den. Also dieses Brett hier ist Tisch und gleichzeitig Bettkonstruktion. Hier dran machen und dann als Tisch nutzen. Und dann habe ich auch hier dieses Bein. Ich mache das jetzt nur ein bisschen zur Demonstration. Und habe natürlich auch meine Stühlchen im Auto. Und hier koche ich dann halt meistens, ne? Und baue dann hier alles auf. Also den Gaskocher und die Sachen. Und dann kann ich draußen am Meer sitzen und kochen. Und ja. Und dann wird der Küchentisch zum Bett. So. Voilà. 1,60 lang, ja, vielleicht 1,20 Meter breit ungefähr. Ja, genau. Oder weniger, ja. Aber da ich nur 1,59 bin, passt das perfekt. Ja, jetzt hole ich noch die Polster. Schwupp. Und jetzt zeige ich dir auch gleich, wie ich da reinpasse. Ja, passt optimal. Und nachts habe ich hier noch so einen Sternenhimmel installiert mit ganz vielen Lichtern. Ja, und es ist abends einfach, es ist super gemütlich hier. Ich mache mir hier immer so ein bisschen Räucherstäbchen und mache mir die an und lese ein Buch. Und es ist einfach wie so eine kleine Oase und super gemütlich. Einfach die Atmosphäre ist halt super warm, herzlich, gemütlich und sicher auch. Ne? Also ich fühle mich sehr, sehr, sehr sicher auch hier drin. Und ja, ist so mein kleines Paradies. Erstmal, was auch ein Grund war, den Campervan zu nehmen, ist, du sparst dir den größten Kostenfaktor und das ist halt eben mal eine Miete, Wohnen. Und das bringt dir schon super viel Entlastung und Sicherheit, muss ich auch sagen. Ne? Also wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist und sagt, ich wandere aus, ich gehe auf Reisen, dann hast du ja trotzdem noch diesen finanziellen Aspekt, von wegen, ich muss halt finanziell abgesichert sein, um mich monatlich irgendwo einmieten zu können. Und du hast halt irgendwie nichts Festes, nichts Stabiles und der Camper gibt mir super viel Sicherheit oder hat mir bei dem ganzen Schritt super viel geholfen und Sicherheit gegeben. Und zu Beginn, also ich war 2 Jahre selbstständig und habe Social Media Marketing gemacht für Unternehmen und konnte das von überall aus machen. Ich habe Strom im Auto, ich habe mein Internet dabei, meinen Router und habe vom Auto aus gearbeitet für meine Kunden. Es waren zu 90% halt deutsche Kunden. Ja, das habe ich aber mittlerweile aufgegeben, weil ich glaube, wenn man halt anfängt, seinem Traum und seinem Herz zu folgen, darf man das auch gerne schrittweise tun und schrittweise die Dinge loslassen, was bei mir halt erst war, ein halbes Jahr weg sein, dann Wohnung aufgeben, Job noch behalten, diese Selbstständigkeit, ne? Und dann war halt der nächste Step für mich, nachdem ich dann jetzt halt mit Ingo, meinem Auto, fast 8 Monate unterwegs war, dass ich auch in beruflicher Hinsicht halt meinem Herz folgen will und habe jetzt diese Sicherheit letztendlich auch losgelassen, um jetzt meinen Projekten nachzugehen. So, genau. Noch einen Seiteneingang. Und da haben wir nochmal so eine Schublade wie vorne. Auch nochmal super viel Stauraum schafft. Und hier habe ich halt die Unterteile, Hosen, Röcke und so Geschichten. Und hier sieht man jetzt auch hier ist auch die ganze Stromkonstruktion, Bluetooth, die Pumpe, die Anzeige vom Strom,
Wechselgerät haben wir hier, eine extra Batterie, die halt umwandelt, ne, die Solarbatterie. Hier hinterm Sitz habe ich halt noch ein paar Sachen. Ich habe einen Sonnenschirm dabei und hier an der Seite habe ich meine Schuhe verstaut. Das Schuhregal. Genau, hier unten drunter noch ein paar Schuhe. Ja, und die Jacken hänge ich meistens über die Sitze. Also es ist schon Platz für alles, was man so braucht. Und vor allem ist es halt auch geil, weil man halt nur diesen begrenzten Platz hat, muss man halt auch darauf achten, wenn was Neues dazukommt, muss was anderes halt safe raus, weil sonst Problem. So. Dann haben wir drin noch ein paar Fächer. Jetzt sind hier an der Seite noch 2 Fächer. Ja, Bücher drin und ein paar Tarotkarten, meine kleine Bibliothek quasi. Und wie machst du es mit Toilette und so? Ja, Natur, ne? Also das ist immer, ne? Also es geht auch nicht immer darum, wenn man einen Stellplatz sucht, wie schön ist der jetzt, sondern wo kann ich aufs Klo gehen. Also das ist immer ein ganz wichtiges Ding. Das wird man auch feststellen, wenn man irgendwann mit diesem Camping-Life beginnt, dass man erst diese Dinge abcheckt. Also man hat direkt so einen Sucher, der dann losgeht. Ah, Toilette, Platz für nachts, okay. Und das sind halt Sachen, ne? Es ist dann auch nicht immer so romantisch, wie man sich das vorstellt, dass es halt unbedingt schön sein muss, sondern es muss auch praktisch sein. Ne? Und ist halt gut, auch wenn eine Dusche in der Nähe ist. Zum Beispiel, ich achte immer darauf, dass an den Stränden eine funktionierende Dusche ist, weil ich dann dort auch die nutze, um zu spülen oder um mich halt zu duschen. Ich habe auch noch so ein kleines Säckchen dabei, falls mal keine Dusche in der Nähe ist, dass ich das halt mit Wasser auffüllen kann und ich hier am Auto duschen kann. Aber ich muss gestehen, die habe ich vielleicht einmal benutzt, weil es normalerweise an den Stränden immer öffentliche Duschen gibt. Also, genau. Und wer hat schon eine Dusche mit Meerblick? Ja, aktuell habe ich mein erstes Buch geschrieben, Thoughtness. Also mein Name ist Vanessa und Ness ist mein Spitzname. Deshalb, damit kann man richtig geile Sachen machen. Also manchmal bin ich Business, ziemlich selten, manchmal Fitness. Und mit dem Buch halt Thoughtness. Und in dem Buch geht es um meine persönliche Reise des Loslassens und des Loslassens und gleichzeitig des Findens von mir selbst. Und genau, das war oder ist ein schönes Projekt, was sich gerade in den letzten Zügen befindet. Und ich baue gerade eine Community auf. Also wir hatten auch schon viele Co-Living Spaces. Ich habe viele wunderschöne Plätze entdeckt auf meiner Reise. Und viele Menschen, die dann auch folgen wollten. Und wir hatten wunderschöne Zeiten an verschiedenen Orten auf den Kanarischen Inseln und sind jetzt auch eine Online-Community geworden, wo wir halt auch über die Themen sprechen. Auswandern, Freiheit, innere Freiheit, weil Freiheit ist auch immer ein Gefühl, aber auch uns mit nützlichen Informationen versorgen, wie zum Beispiel, wie finanziert man sich, worauf achte ich bei einem Camperkauf oder wir empfehlen uns geile Hostels. Es ist halt einfach wie so ein großer Tisch, an dem ganz viele Freunde zusammensitzen und sich austauschen und sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig in die Freiheit führen, weil ich bin echt so glücklich und so frei und so von meinem Herzen geführt, dass ich glaube, das ist was jeder Mensch leben sollte und erfahren sollte und wozu jeder auch das Recht hat, das zu erfahren und davon zu erfahren, dass das möglich ist und dass das geht, dass man dieses Gefühl, dass das eigentlich das wahre Gefühl sein sollte, das man hat. Das ist halt Leben, ja. Da haben wir hier quasi unter meinem Kopfkissen noch ein Geheimfach. Ja, genau, da sind jetzt ganz viele dicke Sachen drin. Ne? Also quasi all die Wintersachen oder was heißt Wintersachen? Also die Sachen, die man halt hier abends einfach braucht. Da sind noch Schuhe, hier habe ich noch ein bisschen Werkzeug drin und ja, so Sachen, die ich halt nur ab und zu hier brauche. Also Gott sei Dank brauche ich die ganzen dicken Sachen halt nicht so oft. Ja, und solche Dinge habe ich halt hier drin. Also es ist schon
enorm viel Platz. Und ich habe auch irgendwie gefühlt immer noch zu viel Sachen. Genau, meine Malsachen sind auch hier unten noch drin. Meine Ukulele ist da irgendwo noch. Also hier genau, also quasi dieser Raum unter dem Kopfkissen kann man halt auch komplett nutzen, was halt echt richtig cool ist. Um dann halt ranzukommen, muss man dann halt schon kurz umbauen, sag ich mal. Aber ja, das ist schon alles ziemlich praktisch hier drin. Ich kann euch jetzt noch zeigen, wie man den Van ausbauen kann, falls größere Menschen darin schlafen wollen. Ich mache das jetzt nicht so oft, weil ich halt ganz genau auf die Länge von 1,60 passe. Aber man hätte auch die Option, das Ganze halt quasi das ganze Auto als Bett zu nutzen. Und das machen wir jetzt mal. So, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, deswegen hoffe ich, dass ich das alles noch bekomme. Also wir klappen halt hier den Sitz nach vorne. Und hier oben ist ein Holzbrett. Und das kann man nutzen, um das halt hier zu erweitern. Aber hier auf die Seite kommt dieses Brett. So. Und das hält sich dann hier drauf. Mhm. So. Die andere Seite. Wenn ich dieses Brett nämlich nicht verwende, benutze ich das als Stauraum für Handtücher und all meine Abdeckung, dass mich nachts keiner sieht in meinem Auto. Das wäre jetzt die komplette verfügbare Liegefläche. Weil es wurde auch vorher von dem Pärchen genutzt. Es gibt die Möglichkeit, das zu nutzen, wenn man etwas größer ist. Genau, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die volle Fläche des Autos zu nutzen und als Bett umzubauen. War halt auch schon irgendwie ein langer Weg. Und wenn ich mir halt überlege, wie viele Menschen halt noch in irgendwelchen Berufen gefangen sind, in irgendwelche Büros gehen mit Bauchweh und ich das halt auch noch nachempfinden kann und man denkt, das wäre das Normal. Und das ist nicht das Normal. Aber woher soll man wissen, dass es nicht das Normal ist, wenn man nichts anderes kennt? Und das ist halt das, was ich so ein bisschen zu meiner Mission gemacht habe oder worüber ich gern aufklären würde, was halt eigentlich das Normal sein sollte. Und das Normal darf jeden Tag pure Lebensfreude sein. Ja, und nicht... Ja, es kann einem auch mal schlecht gehen, ja klar, aber nicht so halt. Das Normal sollte zu 90% Lebensfreude sein. Ich war auch auf dem Karriereweg und es war auch alles wichtig so, wie es war und richtig. Und ich habe super viel gelernt und schon immer super tolle, geniale Menschen um mich herum. Aber ich merke erst jetzt, wie eng ich geschnürt war. In der Zeit selbst habe ich das nicht gemerkt. Und es war so viel da zum Loslassen auf diesem ganzen Weg. Es war so viel Schwere in mir und es war so viel Limitation und Kleinhalten und Scham, Schuld und all diese ganz, ganz schweren Gefühle, die viele von uns halt mit sich rumtragen. Und genau davon habe ich mich halt befreit und merke jetzt, ich habe zurückgefunden zu der Schönheit des simplen Lebens. Ohne dieses ganze Shishi, diesen Freizeitpark, den wir erschaffen haben im Außen, damit wir uns irgendwie stimulieren können, weil wir völlig abgestumpft sind. Weil wir das, was wir tun, eigentlich gar nicht tun wollen und gar nicht mehr viel fühlen und uns nicht mehr an Dingen erfreuen können wie einer schönen Blume. Konnte ich auch nicht. Aber jetzt ist es halt so, dass ich manchmal 5 Minuten bei einer Blume stehe und die mich voll freut. Und das ist auch nicht, ich hatte das Gefühl, andere denken, ich spinne oder so, ne? Aber hätte ich vielleicht früher auch gedacht, aber so die Einfachheit des Lebens erfüllt mich wieder. Und ich bin mit wenig ganz, ganz froh. Gerade bin ich zu Besuch in der Community von meiner Freundin Nicole, mit der ich auch die Reise begonnen habe vor 2 Jahren. Die hat hier mit ihrem
Mann zusammen die Shangri-La-Community gegründet. Und hier geht es auch ganz viel um sich selbst nochmal entdecken und in Gemeinschaft leben, in Gemeinschaft wachsen. Und genau, und da sind ich und Ingo gerade zu Besuch und freuen uns, nochmal zusammen zu sein mit den Menschen, mit denen alles losging. Und ja, wunderschöner, magischer Ort auch. Wenn du halt erstmal auch im Vertrauen bist und losfährst und aufmachst und dem Herzen folgst und nicht so verkrampft planst, dann wird immer irgendwas angespült, eine Möglichkeit. Und deshalb ist es so, dass seit ich losgefahren bin, oft in verschiedenen Communities so Besuch war oder am Ende sogar eine eigene kurz hatte für 6 Monate in einem wunderschönen Haus auf La Palma. Sprich, es sind schicksalshafte Zufälle, die dir dann halt auf dem Weg einfach passieren. Und ich mag den Mix auf jeden Fall. Ich mag es halt, hier in so einer Community für eine Zeit zu sein. Und klar ist es dann auch schön, die sanitären Anlagen zu nutzen. Aber gleichzeitig finde ich es auch schön, am Strand zu stehen. Und ja, da wird man sich mit den sanitären Geschichten, das legt man halt irgendwann ab und ja, keine Ahnung, macht es in der Natur, ne? Also genau, das ist einfach, also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also ich bin tatsächlich nicht nur im Auto, weil halt einfach, du lernst hier jemand kennen, dann hast du da eine Möglichkeit mal zu bleiben, du lernst da, aber das ist halt das Schöne. Man kann sich halt einfach immer treiben lassen und man weiß, man hat sein Haus da stehen und man kann sich flexibel gerade dahin stellen, was man gerade will und was man gerade braucht und gleichzeitig werden einem einfach so viele Geschenke auch gemacht. Und das ist eigentlich mein größtes Learning, keine Pläne machen, sondern einfach mal so ein bisschen vertrauen und versuchen, sich treiben zu lassen. Auch wenn es am Anfang wirklich, gerade bei uns, die mir so konditioniert sind, alles durchzutakten und durchzuplanen, echt, ich weiß, nicht einfach ist. Aber es ist das schönste und freiste Leben mit dem größten Raum für Wunder.